Ja, und wie angekündigt, wollen wir jetzt zu unseren Reportern schauen. Kriegsreporter Paul Ronsheimer ist nämlich für uns an diesem Morgen in Beirut und Max Hermes in Tel Aviv. Guten Morgen, ihr beiden. Und damit gehen wir als erstes zu Paul in Beirut. Israel hat also die Waffenruhe abgelehnt. Wie steht denn die Hisbollah zu dem Vorschlag? Und wie sehen vor allen Dingen das die Menschen im Libanon? Das Land hier, Carsten, ist durchaus gespalten, wenn man mit den Menschen spricht, mit den normalen Menschen auf der Straße. Da habe ich immer wieder gehört, nein, wir wollen hier keinen Krieg, wir müssen das verhindern, auf gar keinen Fall. Und dann gleichzeitig in der Nacht wurde ich Zeuge von Pro-Hisbollah-Demonstrationen mitten in Beirut, selbst in Stadtvierteln, wo es eigentlich keine ganz offensichtliche Hisbollah-Präsenz gibt. Da fuhren Männer mit Flaggen auf ihrem Motorrad hier durch die Stadt. Also diese Unterstützung für die Hisbollah ist groß. Die Frage ist allerdings, wie geschwächt mittlerweile die Hisbollah ist. Denn Israel hat mehrere Kommandeure getötet, sehr gezielt. Wir haben die Pager-Attacken, die Pager-Explosionen erlebt und der Walkie-Talkies. Also der Eindruck ist schon, dass die Hisbollah sehr geschwächt ist und dass vor allem es ein Problem gibt für sie, wenn der Iran nicht auf der Seite steht, beziehungsweise wenn der Iran gegen einen großen Krieg ist. Und so scheint es zumindest momentan. Paul, nun ist es ja so, dass der Libanon wirtschaftlich unfassbar schlecht dasteht. Nun hat sich ja eine große Fluchtbewegung auch im Land ergeben wegen der Angriffe im Süden. Also Zehntausende Libanesen, die da auf der Flucht sind. Wie organisiert man das denn? Ja, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung, die kaum zu leisten ist. Hier in Beirut sind sehr, sehr viele Flüchtlinge angekommen aus dem Süden, wo es besonders viele Angriffe von Israel gab. Das versucht man irgendwie zu handeln in der Stadt, ist aber kaum möglich, denn du sprichst es an, die wirtschaftlichen Probleme waren in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren schon groß. Und die Hoffnung deshalb der Regierung, also des Außenministers, der in New York gesprochen hat, gestern Nacht bei der UN-Vollversammlung, der hat gesagt, es braucht jetzt dringend eine Waffenruhe und hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, dass dort Druck gemacht werde, dass es auch zu dieser Waffenruhe kommen kann. Oh, danke schön für diese Eindrücke direkt aus dem Libanon.